Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei der Firma Beotec. Heute gibt es mal wieder ein Installationsvideo mit unserem Kumpan Cockpit Assistenten. Und zwar haben wir heute eine Tenere 700 hier und daran werden wir den Kumpan installieren. Wir werden einmal die Öltemperatur erfassen, dazu den Öldruck, Spannungsanzeige und auch die Drehzahl. Wie das Ganze nachher aussieht und damit ihr wisst, wo die Reise hingeht, zeige ich euch einmal kurz. Genau, wir haben das hier vorne installiert, machen noch die Folie ab. So sieht nachher das Display dann aus. Die einzelnen Sensoren sind jetzt noch nicht aktiviert, weil wir die ja noch installieren wollen. Aber das ist eben das, wie es nachher aussehen soll. Und wir fangen an mit dem Drehzahlsignal, also dem Anschluss vom Drehzahlsignal. Das ist hier vorne an der linken Motorseite. Da findet ihr hier den Gleichrichter. Der ist hier oben über an zwei Schrauben befestigt und festgeschraubt. Und daran gibt es dann, oder hier findet ihr dieses Kabel, so ein Kabelschlauch, da sind dann zwei Kabel drin, ein weißes und ein graues. Mal kurz noch einen Schraubenzieher, dass ihr es besser sehen könnt. Und das dunkelgraue, das ist das Kabel, was das Drehzahlsignal hält. Also diese beiden Kabel gehen hier rein in diesen zweipoligen Stecker. Und da haben wir dann unser Drehzahlsignal angeschlossen mit diesem Abzweigverbinder. Wie das im Detail geht, zeige ich euch mal eben an der Werkbank. Also wir haben hier so einen Abzweigverbinder, der eine Gelfüllung auch noch hat. Und wenn dieses Kabel jetzt das ist, was am Motorrad verbaut ist, also was das Drehzahlsignal führt, dann pflegen wir diesen Abzweigverbinder so seitlich ein. Also wir gucken, dass der hier sauber sitzt und dass sich dann der Abzweigverbinder auch noch bewegen lässt. Seht ihr hier so, sollte eine schöne Linie sein, dass der sauber drin sitzt. So, und dann nehmt ihr das schwarze Kabel, das ist von unserem Kumpan. Das könnt ihr auf Stoß dann hier daneben dran reinstecken. Auch gucken, dass das bis unten durchgesteckt wird. Und dann einmal mit dem Daumen so zusammendrücken, Daumen und Zeigefinger fixieren. Habt ihr jetzt so ein Klacken auch gehört und ist schon mal eingerastet. Steht jetzt aber noch ein bisschen über. Und dann könnt ihr das mit so einer Parallelzange zusammendrücken, bis dann diese Gelfüllung auch austritt. Und die versiegelt dann das Ganze, dass wir da keine Korrosionsprobleme kriegen. Sieht dann nachher so aus, dass es dann hier bündig ist, also der transparente Teil von diesem blauen Teil überdeckt ist. Dann seht ihr auch, dass die beiden Kabel hier sauber drin liegen und auch mit diesem Kontaktblech auch verbunden sind. Das ist so der Anschluss vom Drehzahlsignal. Dann gehen wir hier auf die rechte Motorradseite. Hier habe ich jetzt mal die Seitenverkleidung abgebaut. Also wir haben hier oben die Display-Einheit und dann geht der Kabelstrang, der geht hier entlang. Hier hinter der Verkleidung. Und dann kommt hier unten einmal das Stromsignal raus. Nicht das Stromsignal, die Stromanschlüsse von unserer Display-Einheit. Und die haben wir hier angeschlossen. Das ist so ein Zubehörstecker. Also hier haben wir werkseitig vorbereiteten Stromanschluss und der ist mit der Zündung geschaltet. Das wollen wir natürlich bei dem Gerät, dass es mit der Zündung aus- und eingeschaltet wird. Und dieser Zubehörstecker, der liegt dann im Lieferumfang von unserem Kumpan mit dabei. Den könnt ihr dann einfach einstecken und habt dann hier auf der anderen Seite zweimal so Stromanschlüsse. Hier können wir unseren Kumpan anschließen. Das ist natürlich schwarz zu schwarz, rot zu rot. Das ist hoffentlich selbsterklärend. Und genau, wir haben dann hier auch noch das schwarze Kabel, ist eben das Drehzahlsignal, was wir eben angeschlossen haben. Das legt ihr hier im Kabelbaum entlang, dann rüber auf die andere Seite. Und dann kommt hier noch ein Kabel raus, dieses schwarz-blaue. Das ist unser zweiter Eingang, den wir haben. Und da werden wir unsere Spannungsanzeige anschließen. Das ist ein Zusatzmodul, also Zusatzprodukt. Das sieht so aus. Da haben wir hier eine Auswerteelektronik drin. Und die könnt ihr dann auch einfach einmal hier an den Strom anschließen. Ist natürlich klar, wenn wir die Spannung von der Batterie messen wollen, dann müssen wir auch irgendwo Strom herbekommen, dass wir eben die Spannung erfassen können. Dann brauchen wir noch einen Verbinder, der ist auch im Lieferumfang enthalten. Das ist ein ähnliches Prinzip wie dieser Abzweigverbinder, den wir eben benutzt haben, nur ist das jetzt ein Stoßverbinder. Das heißt, die könnt ihr auf Stoß zwei Kabelenden so einfach einstecken und dann auch diesen farbenen Teil ein bisschen zusammendrücken. Und dann nachher mit der Zange ganz bündig zusammenführen. Und dann tritt auch hier so eine Gelfüllung aus. Und dann können wir das hier nachher, das machen wir gleich mal, die Kabel hier nicht so rumflattern.
zu sauber aufräumen. Und das noch hier verstauen. Das sind die Anschlüsse und dann haben wir hier noch das Kabel genau hier unten. Das ist dann unser Kabel, kommt auch von der Displayeinheit hier innen lang gelegt und das ist das Kabel, was dann unten zum Motor geht, was die Öltemperatur und den Öldruck erfasst. Das haben wir auch am Rahmen entlang gelegt und dann hier runter. Hier sind auch schon bestehende Kabel, die entlang kommen. Hier sind auch noch so Kabelbinder oder Kabelführung, auch am Rahmen. Da war auch noch Platz, da konnten wir das Kabel jetzt direkt mit reinlegen, also hier und auch hier unten noch. Und das ist dann, hier unten kommt das Kabel dann raus mit diesem Stecker. Ja, also das kommt jetzt oben vom Cockpit. Und wir haben dann seitlich hier unten, haben wir dann einen Blindstopfen am Motor, den können wir entfernen. Und dann werden wir zunächst, hoppala, einmal eine Reduzierung von M16 auf M10 hier einschrauben, also den Dichtring natürlich nicht vergessen. Auch diese Reduzierung ist dann Teil des Lieferumfangs natürlich. Die schrauben wir mal so von Hand rein, das ist dann 17er Schlüssel und dann ziehen wir die ein bisschen an. So, aber das können wir dann hauptsächlich über den Sensor nachher machen. Das ist unser Sensor, den haben wir jetzt speziell für die Yamaha Tenere ausgewählt, weil die eben das ist so ein Kombisensor und da müssen wir nur einen Installationsschritt vornehmen von Bosch. Und dann auch hier ein Kupferring mit dabei. Den können wir dann hier einschrauben. Das ist jetzt dann im M10-Gewinde, deswegen die Reduzierung. Dann schrauben wir den mal so auf Position und ziehen den dann noch so mit Sinn und Verstand an. Und dann zu guter Letzt noch den Stecker hier einrasten und dann ist die Sache hier unten auch schon erledigt. Dann könnt ihr hier noch das Kabel schön aufräumen, hier oben am besten mit den anderen Kabeln noch zusammenführen. Aber die sind dann sehr gut geschützt, also hier hinterm Rahmen. Und das ist dann der Anschluss, wie gesagt, hier Öltemperatur und Druck in diesem Kombisensor. Und jetzt gehen wir noch hoch an die Displayeinheit und gucken uns dann die einzelnen Einstellungen an. Okay, dann schalten wir jetzt einmal die Zündung an. Hier seht schon mal das Wichtigste, also die Spannungsanzeige funktioniert, die Druckanzeige zeigt jetzt 0,0 an, ist ja klar, weil der Motor noch nicht läuft. Und hier seht ihr dann auch, dass die Druckanzeige in Rot ausgegeben wird, weil eben der Schwellenwert unterschritten ist vom Druck. Das kann man ja dann einstellen, also wenn ihr jetzt entsprechend einen Schwellenwert einstellt, dann unter diesem eingestellten Schwellenwert wird dann eben die Anzeige rot ausgegeben. Ich zeige euch jetzt mal kurz so verschiedene Displays, die ihr wählen könnt. Zum Beispiel hier, das ist eine andere Anordnung, dann habt ihr hier unten eben die Drehzahlanzeige. Oder ihr nehmt, das wäre vielleicht noch interessant, so dieses Tech-Menü, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nur zwei Werte angezeigt haben, also den Öldruck und hier unten die Spannungsanzeige. Und jetzt, genau, gehen wir mal zurück. Das erste und dann zeige ich Ihnen noch im Input, da muss eben ausgewählt werden, also Input 1 der Öldruck und Input 2 haben wir ja jetzt Volt angeschlossen, da könnte man noch andere Module anschließen, die jetzt aber in Tenere nicht so sinnvoll wären. Dann im Service-Menü, also Settings und dann Service-Menü, da kann man jetzt noch Betriebsstundenzähler sich einstellen, also wenn ihr das irgendwie im anderen Fahrbetrieb habt und nicht nur nach Kilometer fahren wollt, sondern einfach auch nach den Motorzyklen oder auch nach den Betriebsstunden, die werden dann hier gezählt. Da könnt ihr euch auch eigene Schwellenwerte einrichten. Das wäre mal so ein Kurzüberblick die ganzen Funktionen. Jetzt würde ich sagen, starten wir einmal kurz die Maschine, dass ihr dann noch seht, wie das in Action hier aussieht. Genau, der Druck geht gleich hoch. Das ist ja selbsterklärend auch. Wir haben hier dann noch die Öltemperatur wird angezeigt, hier ist die Umgebungstemperatur und die Spannungsanzeige, die verändert sich dann natürlich noch ein bisschen, wenn das Motor dann läuft. Der Öldruck kommt natürlich auch drauf an, wo jetzt die Temperatur dann ist, das variiert dann auch noch, aber ihr habt das jetzt alles super im Blick. Und so sieht es dann wieder aus, wenn das Motorrad ausgeschaltet wäre. So, einen ganz schnellen Überblick mal die Funktion, wie wir das jetzt hier in der Tenere installiert haben. Ich hoffe, das war ein hilfreiches und aufschlussreiches Video.
Wir machen dazu natürlich auch noch eine dokumentierte oder bebilderte Dokumentation auf unserer Internetseite. Wenn ihr detaillierte Fragen dazu habt zu der Installation, ihr könnt uns natürlich gerne schreiben. Ihr könnt uns gerne auch eure Erfahrungen schreiben, die ihr gemacht habt mit der Tenere oder was für euch noch relevante Werte wären. Gerne Rückmeldungen, wir freuen uns immer, Rückmeldungen von den Kunden zu bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.